So, dann gucken wir uns doch gleich mal die erste Sackgasse an, denn da hat sich eine Seele versteckt. Na, was erzählt die Dame? Leckeres Gemüse aus der Region und aus fernen Ländern. Unser Gemüse kommt aus Ostgent und Westgent. Ich will mich dafür bedanken, dass ihr die ganze Zeit über mich wacht. Gern geschehen. Dich gesund und glücklich zu sehen, macht alles wieder wett. Immerhin sind sie nett zu den Kindern. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the crown prince. The crown prince? What happened to the king? The king is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This king sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the king by working hand in hand with Lord Artorius in the Abbey. As long as we have Lord Artorius and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorius' side. Das Tollste an Prinz Percival ist, dass er noch ledig ist. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es bei Fürst Artorius auch so ist. Sollte so ein Mann nicht jemanden haben? Hatte er ja auch, aber er hat alles weggeworfen. Ja, weggeworfen würde ich so nicht sagen. Geopfert? Und ein Hund. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgand's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorius. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The prince also gave Lord Artorius authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorius commands Midgand now, and has formed a new theocracy to combat the demon blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Ohne Fürst Artorius bestünde die ganze Welt nur aus Dämonen. Er ist wirklich der Erlöser der Welt. Aber nicht ganz alleine. Versteckt sich hier denn... Ah, doch, da versteckt sich was. Und da haben wir ein Pferd. Und eine Kiste. 800 Gold. Und da war noch eine Seele, also ein Geist. Eure Anfrage, einen Auftritt zur Erbauung der Öffentlichkeit zu absolvieren, wurde genehmigt. Wir leben in einer dunklen Zeit und die Herzen der Menschen müssen leichter werden. Ordnungswidriges Verhalten jedweder Art wird jedoch strengstens bestraft, verstanden? Absolut, vielen Dank für eure Hilfe. Ja, dann wollen wir mal weiter, ne? Ach, da ist noch jemand unten, Item. Bronzeklumpen. Einer der oberen Exorzisten wird bei der Zeremonie eine Rede halten. Vielleicht haben sie einen Weg gefunden, die Dämonenpest zu heilen. Na gut, da war vermutlich der Wunsch Vater des Gedankens. Ich glaube, dass uns die Rede nur zum Zusammenhalt aufrufen wird. Wir haben die Dämonen zwar aus der Stadt vertrieben, aber wir wissen immer noch nicht, was die Wurzel des Problems ist. Und bis dahin wird der Kampf weitergehen. Tja, wahrscheinlich werden wir dann irgendwann die Wurzel des Übels bekämpfen. Wenn das nicht mal Artorius ist, aber ich denke, das wäre zu einfach. Und da ist ein Inn.
So viele Stände und Schausteller haben sich für die Zeremonie versammelt. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so viele frohe Gesichter in der Stadt gesehen. Da hast du absolut recht. Ich habe dafür gebetet, dass der Tag kommen möge. Na, das kann man ja später einfach sagen. So, schauen wir uns erstmal um, bevor wir da übernachten. Gesplitterte Kupfermünze. Ich weiß, ich muss nicht jedes Mal direkt schon übernachten, aber ich mache es, weil ich denke, das könnte noch eine Plauderei kommen. Außerdem sind die, obwohl die hier in der Hauptstadt sind, nicht so teuer. Ich hätte gedacht, die wollen jetzt locker mal 500 Gold haben. Normenmöhre. Eine seltsame Möhre, die die Form eines Normen hat. Aha. Da ist jemand. Oh wow, diese Soldaten sind so toll. Ich schätze, dass jeder junge Erwachsene in einer Rüstung großen Restspeck entgegenbringt. Restspeck? Meinst du vielleicht Respekt? Angelaufene Silbermünze. Oh, da darf ich gar nicht hinlaufen. Ah, eine Seele. Oh, was für kräftige Körper, wie mitreißend. Wir schulden den Exorzisten einiges, aber die gewöhnlichen Soldaten leisten auch ihren Teil. Die Armee ist seit ihrem Sturz weit gekommen. Ich frage mich, ob der Soldat, der mit mir geflirtet hat, auch dabei sein wird. Er schien ein guter Kerl zu sein, aber an deiner Stelle würde ich mich nicht mit ihm einlassen. Du weißt bei einem Soldaten nie, was morgen sein wird. Tja, das stimmt. Kehrt um, der Zugang zu diesem Bereich ist verboten, während die Vorbereitungen für die Zeremonie laufen. Und was sagst du? Die exerzieren gerade für eine Parade, die im Rahmen der Zeremonie abgehalten werden soll. Ihr könnt zusehen, solange ihr Abstand haltet. Na, erstmal werden wir jetzt speichern. Oh, ich sehe noch mehr Seelen und ein Item. Abgesplitterte Kupfermünzen. Sieh nur, wie sie alle lächeln. Das bringt mich auch zum Lächeln. Die Stadt ist wegen der Zeremonie gerammelt voll. Alle guten Plätze sind bestimmt bereits weg. Im Ernst? Oh Mann, ich wusste doch, dass ich besser vor Ort hätte übernachten sollen, um mir einen Platz zu sichern. Ja, genauso wie bei Ticketschlangen. Mommy, when's the prince gonna talk? The exorcists are coming too, right? I'm sure they will, dear. People are saying it's going to be a very important announcement about the Abbey. I want to see the exorcists! We need to thank them for saving us from the demons! You're right. We all have to show them our gratitude and help them however we can. Yeah, I'll follow the rules too. I won't be selfish. They sure are popular. Because these people don't know the truth. You think that's so? That the exorcists are fighting the demons they themselves cannot. That's why the people support the exorcists. Selbstsucht ist eine Sünde. Die Welt ist hart. Du darfst mich nicht verwöhnen, Mutter, in Ordnung? Wie du willst, Liebes. Ich werde auf die Exorzisten hören. Das wird am Ende dafür sorgen, dass du sicher bist. Ja. Hinfort, der Prätor ist gerade dabei, die Soldaten beim Exerzieren zu beobachten. Oder wolltet ihr vielleicht zum Prätor? Vielleicht? Kupfermünze. Ich verstehe, unsere Gilde wird euch so viel leihen, wie wir können. Dafür sind wir dankbar. Am dringendsten brauchen wir einen Ort, wo wir dem Imperium angemessen huldigen können. Unbedingt, aber was würdet ihr sagen, wenn der Schrein in der Kathedrale erweitert werden würde? Ja, kommt herein. Uns gibt es hier seit über 100 Jahren. Selbst die kaiserliche Armee kauft bei uns. Na, dann zeig mal, was du hast. Kommt sie durch.
kaufen wir erstmal noch wieder ein bisschen was zum Kochen. Ich bin nur langsam misstrauisch, weil wir noch keine neuen ja, Kochutensilien kaufen können. Wir haben doch schon einen Windring ausgerüstet, oder nicht? Muss ich nochmal gucken. Nee, haben wir nicht. Also haben wir noch keinen Windring, genau, wir haben nur einen Wasserring. Aber erstmal zerlege ich noch was. Die kann jetzt auch mal weg. Ach, ich wollte noch was kaufen. Ich glaube, ein Heilmitteltrank brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich will noch mal was bei der Steuerung gucken, weil mir aufgefallen ist, dass ich dass ich nicht alles nutzen kann. LS zum Beispiel kann ich, wenn ich hier reindrücke, dann springt der Text nicht weiter. Na, Steuerungseinstellungen. Aha. Allgemein, ja. Kammerdistanz, Beschreibung, nächste Seite. Steht hier aber drin. Oder drücke ich das immer nicht fest genug? Muss ich das bei dem Spiel extra fest drücken? Also bei anderen Spielen funktioniert das immer ohne Probleme. Schauen wir doch mal. Er hat ja schon... Nee, er hat einen Bernsteinbeutel ausgerüstet. Dann sollten wir wohl einen Kalzitbeutel schon mal kaufen. Und ich glaube einen Kalzitgürtel auch. Wenn nicht sogar zwei. Wir haben aber einen leeren Ring. Wir können ja auch noch mal was verkaufen. Obwohl, erstmal werten wir auf. So, bei ihr... Kalzitfragmente haben wir halt nicht viele, aber das könnten wir zum Beispiel aufwerten. Solange sie dann noch nichts anderes hat. Wohl, Ich kann ja gerade den Kalzitgürtel anlegen. Tja, da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können. Egal. Menü-Expertin haben wir dafür jetzt gekriegt. Schatten durch. Ach, die können wir, die er jetzt gerade hat, die können wir aber aufwerten. Das ist doch gut. Machen wir das doch. Ja, Aufwertungsbonus. Warum nicht? Schadet bestimmt nicht, hier ein bisschen was aufzuwerten.
Vor allem Bernsteinfragmente haben wir im Moment echt genug. Ups, da habe ich nicht gelesen. Kraft von Seelenweicher 10%. So. Ach, und die haben wir jetzt auch noch dabei gekriegt, oder wie? Bernsteinfragment, ach hier. Aufwertungsbonus verringert die Betäubungsdauer um 9%, Artverteidigung plus 1,07. Ich weiß, ich bin zu faul zum Lesen. Verringert die Betäubungsdauer um 9%. Erhöht 5% Chance, nicht elementaren Schaden zu annullieren. Klingt auch nicht schlecht. Dann belassen wir es mal dabei. So. Und nun... Ja, da liegt noch ein Item. Lavendel. Ach, das war die Pflanze, aber das wollte ich irgendwie. Gesplitterte Kupfermünze. Weiter geht's. Ach nee, ich habe da noch eine Sackgasse übersehen. Das geht ja gar nicht. Das muss ich doch untersuchen. Und da geht eine Leiter hoch. Und das ist eine Kiste. Angelaufene Silbermünze. Kalzitmontur. Kann ich die schon jemandem anlegen? Oder ist die tatsächlich nur für Velvet? Ja, sieht so aus. Aber die hat ja schon eine. Hätten wir uns das Geld sparen können, aber man weiß es ja vorher immer nicht. Da oben ist eine Katzkiste, die wir bestimmt nicht öffnen können. Angelaufene Silbermünze. Ja, 95 Katzgeister. Ich schreibe mir trotzdem auf, wo die ist. Damit ich da auch später wieder zurückkehren kann. Also. Was ist das, Loris? So. Tja, Kiste, wir werden zurückkommen. Ob Laffisette auch einfach so runterhopst? Wahrscheinlich nicht. Fängt denn ja auch bald mal die Zeremonie an? Listen to those cheers. The royals sure have these folks in line. Subjects, may I have your attention? It is I, Percival Asgard, Crown Prince of the Midgard Empire. His Majesty, my father, and I are pleased to celebrate with you on this auspicious day. The ceremony started. It'll be impossible to slip in now. After the opening 10 years ago, our kingdom faced an existential threat, both from demons and the terrible spread of demon blight. However, one man raised a miraculous sword and stood so that the body and soul of the land Over there. would not be You can lost. climb up if you want, but attacking now would And be the suicide. name of that man was Artorius Coldbrand! Hatte da nicht einen anderen mehr? Und jetzt läuft sie blind los. None here, I
trust are unfamiliar with Artorius' noble act. To bring us salvation from demons, he sacrificed everything. But he's a murderer. He called Lord Innominat, one of the 5 Imperians, and blessed us with the strength of the Malachim. But he's a murderer! Velvet! He serves as a shining beacon of reason in this world of turmoil. And reason is what binds us. But you killed him! You took everything that I loved! So raise your voices in praise to Artorius' devoted work, to the Savior who purifies evil and guides our flock. Let us call him our Shepherd! Oh! Also spielt das hier offensichtlich tatsächlich in der Zukunft. Tales of Systeria. Nur nicht mehr ganz so positiv mit dem Shepherd. Ob er wohl auch die Kleidung trägt? Wahrscheinlich nicht. Da ist er. Even though the world was filled with suffering, I had to ask something tremendous of you all. I entrusted you to endure the pains of reason. I asked you to bind yourselves with shackles of your own will. For the only blade that can expel calamity is one forged from unshaking reason, and the iron will to do what must be done. And now that very blade stands ready before all of us today. I offer my body and my life in service to the people of this great land. With the blessings of the Empyrean Innominat, I will guide you to a world without calamity. And this world's suffering will be nothing but a distant memory! Du verspricht darin schon viel. But you're the one who murdered. Fool, they'll see us. You're the one who killed Laphicet. What? Das kann er natürlich nicht verstehen. The Shepherd Artorius. That's who you're after? Oh, and here I was hoping you'd just straight up pounce on him. That would be certain death. No. I need a sword of reason and will. That's the only thing that can kill him. Killing Lord Artorius. Playing it safe? Boring! Regrettably, it is at this juncture we go our separate War ja ways. klar, dass sie wieder I've got a bit abhauen. of hunting to do. No one's stopping you. Goodbye. Farewell! May your days be fruitful and your nights tormented. Ja, toll. Ganz nett. If our enemy's calling himself a shepherd, he won't be going into hiding. Let's take this slowly. The old man behind him. Melchior, I take it? Yeah. Let's gather information on these people. If we know what they're planning, we can find a weakness. They're the most powerful men in the land. If we're going to look into them, we need a lead first. Eisen, do you have any underworld contacts in the capital itself? Like your friend at the port? I don't go inland much, I'm afraid. But Eifried has close ties to a shadow guild. A tavern in the city, run by an old man called Baskerville, serves as a front for them. A shadow guild? Those sorts of things actually exist? That settles it. Let's head to that tavern. They'll have food, I'm sure. Why not? Wo sind wir hier jetzt überhaupt? Ach so. My stomach made a weird noise. That's another sign that you're alive. Heiliger Trank. Aber nicht, dass unser kleiner Laufy jetzt hungert, um das Geräusch öfter zu hören.
Da ist eine Plauderei. The exorcists sure were out in full force to see the shepherd's inauguration, weren't they? What about that guy you're after? Was he there? What, and have to stand around looking all proper? Nah, that's not his style. But I thought he was one of the top exorcists. That wouldn't matter to him. Huh. All right. Actually, Velvet, speaking of the shepherd, I noticed he wasn't using his right arm. Was he hurt or something? Yeah, he was badly wounded a long time ago. He lost the use of his sword arm. That's what I figured. But don't get the wrong idea. He's still a master swordsman with his left arm. I can tell that from the way he moves. His movements are steady and measured, and his chi is centered below his navel. Huh? Why does that matter? Some people say that all the body's spiritual energy gathers in a place about 2 finger widths below the navel. Even when he appears to be in a state of total peace, his guard is never down. He's a formidable adversary. And I think I know why my target has placed himself at Artorius' side. Because now I want to take Artorius down too. Die Expedition ist zurück. Take a look at this. Haben wir jetzt Level Up endlich mal? Toll, alles verloren, aber Level Up. Und Sojasauce haben wir bekommen. Und jetzt schauen wir uns doch mal das neue Gebiet an. Scout ship setting sail. Dauert auch 30 Minuten. Ja, wir gehen natürlich nach hier hoch. Nicht, dass da ganz viele Kratzgeister auf uns warten. Eins. Lindenkraut. Eisenkraut. Ja, hält sich in Grenzen. Da liegt ein Item. Abgesplitterte Kupfermünze. Und da ist noch ein Geist. So. Hier war doch irgendwo ein Speicherpunkt. War der Laden hier eben auch schon da? Ach nee, das ist wahrscheinlich jetzt hier die Schattengilde. Na komm, was hast du zu erzählen? Shepherd! Savior of mankind who guides us through the darkness! What an appropriate title for Lord Artorius! I believe in him. As long as we have Shepherd Artorius, we'll make it through this era of disaster. Shepherd Artorius. How pompous can you get? Artorius has already seized control of all religious and secular power in Midgand. But now that he's taken on this new title, he's no longer just an authority figure. He's become the very hope of the masses. A dangerous opponent indeed. After seeing that, will you still fight him? Of course I will. He could be a god for all I care. I'll have my vengeance. No matter what. Also da hat mir doch die Religion und Tales of Systeria besser gefallen. Und vor allem auch der Hirte. Sorey hat er schon ziemlich gut gemacht. Und ich sammle noch das Item ein, bevor ich speichere. Gesplitterte Kupfermünze. So. Dann speichern wir mal. Und beim nächsten Mal, ja, werden wir uns dann die Schattengilde anschauen.